Ronnie war die Nummer 3 der Blacklist und einer von Razors engsten Vertrauten. Sein richtiger Name ist Ronald McGregor und er wuchs in Los Angeles auf. Ronnie war schon als Kind eher ungehorsam und hatte nur Unsinn im Kopf. Er sorgte immer wieder für Ärger in der Schule und mit fortschreitendem Alter fuhr er schon mit 15 sein erstes illegales Rennen im Auto seiner Eltern. Obwohl er so ein Wildfang war, hielten seine Eltern stets zu ihm und verhätschelten ihn. Doch wurde aus ihm nie eine ungezogene Göre, wie man vermuten würde. Als er 17 war, kaufte er sich sein erstes Auto, ein Toyota Supra. Seine Eltern meldeten ihn auf einer Rennfahrerschule an, da sie selbst große Rennsportfans waren und davon träumten, dass ihr Sohn eine große Karriere als Rennfahrer hinlegt. Doch beinahe unausweichlich kam Ronnie auch mit der illegalen Seite des Rennfahrens in Kontakt. Und dort gefiel es ihm deutlich besser. Er rutschte immer weiter in die illegale Szene hinein, bis er eines Tages Razor kennenlernte. Beide waren noch No-Names in der Szene, doch sie verstanden sich gut und fuhren fortan gemeinsam Rennen und bauten sich etwas auf. Irgendwann machten sie sich nach Rockport auf und lernten dort auch Bull kennen. Von nun an waren sie zu dritt und versuchten sich in Rockport einen Namen zu machen. Doch schaffte es anfangs nur Razor auf die Blacklist. Eines Tages begegnete Ronnie einem neuen Fahrer in der Stadt, der einen M3 GTR fuhr. Ronnie forderte diesen direkt zu einem Rennen heraus und verlor dieses. Daraufhin forderte Razor den Fahrer heraus, doch hatte er Ronnie darauf angesetzt, den M3 zu manipulieren. Einen Abend vor dem Rennen schlich sich Ronnie zum Hotel, wo der M3 stand, und löste die Ölablassschraube des Wagens. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Was daraufhin geschah, wissen die meisten, aber wir werden in einer anderen Story weiter darauf eingehen. Hier geht es erstmal nur so um Ronnie. Also nachdem Razor den M3 hatte, schossen die drei die Blacklist hoch. Ronnie trennte sich von seiner Supra und hatte von nun an einen Aston Martin DB9, sponsored by Papa. Am Ende landete Ronnie auf Platz 3 der Blacklist. Als es zur Großverfolgungsjagd kam, war auch Ronnie auf der Flucht. Doch Ronnie schaffte es einfach nicht, die Polizei loszuwerden. Er floh schon ganze 40 Minuten, als der Motor seines DB9 durch die Dauerbelastung den Dienst aufgab, und als er langsamer wurde, krachte ihm ein Polizei-SUV rein. Der Wagen war am Ende. Ronnie flüchtete zu Fuß, er war ziemlich flott zu Fuß, aber egal über wie viele Gartenzäune er auch sprang, die Polizei war einfach überall. Doch dann hörte er einen Sound, der ihm sehr bekannt vorkam. Er rannte zur Straße und sah Bull von weitem anfahren. Er machte sich bemerkbar und Bull sammelte Ronnie schnell ein. Irgendwann schaffte es Bull, die Polizei abzuhängen, da es irgendwie weniger wurden. Scheinbar gab es einen Unfall an einer alten Brücke, wo einige Einsatzwagen abgestürzt waren, weshalb dort Verstärkung gebraucht wurde. Angekommen in einem Versteck fragte Ronnie, ob Bull was von Razor weiß. Aber Bull sagte nein, er weiß nicht mehr als er, aber wie es aussieht, hatte Razor keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Er ist mit Sicherheit eingebuchtet, aber er rief mir was zu, als die Polizei angefahren kam und ich an ihm vorbeifuhr. Er hat wohl irgendwas in mein Handschuhfach gesteckt. Ronnie fragte, was es ist. Bull sagte, es sind Infos über diesen Typen aus Pullman. Ziemlich wilder Shit. Wir sollten zunächst ein Weilchen warten, bis sich die Lage beruhigt und dann die richtigen Leute aufsuchen. Ronnie sagte, ich werde dem Ganzen den Rücken kehren. Ich habe keine Lust mehr. Wenn diese Sache erledigt ist, verziehe ich mich aus Rockport. Das Ganze ist viel zu abgefahren. Es hat viel zu krasse Züge angenommen. Tote Rennfahrer, gestohlene Autos, Auftragskiller und Razor ist im Knast. Ich frage mich, warum er uns diese Dinge nie anvertraut hat. Mit dem Typen aus Pullman. Nach einer Weile kam es dann zum Treffen mit JV, Ming, Webster und Mia, von dem ihr in der vorherigen Story bereits gehört habt. Doch was dort noch besprochen wurde, erfahrt ihr in einer kommenden Story. Denn Ronnie verließ danach die Stadt. Er mischte sich nicht weiter in die Situation ein. Es schien, als hätte er innerlich aufgegeben. Sein bester Freund war im Knast und sein bisheriges Leben in Rockport hat sich in kürzester Zeit in Luft aufgelöst. Mit seiner eingestaubten Supra machte sich Ronnie auf eine Reise ohne festes Ziel. 2013 tauchte er bei einem Festival auf, bei dem er als Kommentator zu hören war,
aber auch selbst Rennen fuhr. Danach wurde es wieder still um Ronnie. 2020 wurde er aber wieder aktiv. Man sah ihn in Palm City Rennen fahren und er schien auf der Suche nach einem Auto zu sein. Oder jegliche Info, die er zu diesem Wagen bekommen konnte. Es schien, als würde er für Razor Infos sammeln. Man munkelt auch, er hätte mittlerweile eine ganze Kette an kleinen Geschäften mit dem Namen Ronnie Was Here. Doch bestätigt ist das nicht. Wir wissen nur, dass er mit Razor in Kontakt stand, doch ob es dabei um was Spezielles ging, ist nicht bekannt. Und genauso schnell wie er dort auftauchte, verschwand er auch wieder und von da an hörte man bis heute erstmal nichts mehr von Ronnie. Und ja Leute, das war Ronnies Story, ein bisschen kürzer diesmal, da gab es halt nicht so viel zu sagen, weil er auch nicht mehr in diesem ganzen Thema verwickelt ist. Und ja, wir hatten jetzt 2 Wochen Pause, das lag halt an meiner Erkältung und meine Stimme war weg und bla bla bla. Ganze Katastrophe war das, aber mittlerweile sollte es wieder gehen. Es wird immer besser auf jeden Fall. Ganz perfekt ist es noch nicht, aber ja. Ne, ein bisschen Aufholarbeit hier machen wieder, ne, YouTube, ne, man kennt's, bist mal ein bisschen inaktiver, direkt kriegst du die Schläge, aber so ist das Leben. Deswegen freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben, jeden Kommentar. Support Rino für den Kanal. Hilft immer, bin ich sehr dankbar für. Und ja, wenn wir an dem Punkt sind, lasst gerne ein Like da, Abo nicht vergessen, wenn ihr das hier getan habt. Dann machen wir nächste Woche mit Bull weiter. Und dann sind wir auch schon fast am Ende der Blacklist. Aber naja, wir haben ja noch einige andere Charaktere, die wir behandeln können. Also da geht es dann wohl auch noch weiter. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.